Yo, Mahlzeit, herzlich willkommen beim Ride Video Magazin, einem neuen Video unsererseits. Und wir sind in einem der schönsten und besten Freizeitparks in Deutschland wieder unterwegs, im Erlebnispark Tripsdrill. Um genauer zu sein, befinden wir uns jetzt aber noch im Naturresort. Und das haben wir euch schon ein paar Mal gezeigt. Jetzt nicht nur das Wildparadies, sondern vor allen Dingen die Baumhäuser, in denen man übernachten kann. Und das machen wir jetzt in diesem Video nicht, sondern zeigen euch die Schäferwagen. Das ist eine komplett andere Übernachtungsmöglichkeit, die wir sonst noch nicht vorgestellt haben. Und da gibt es auf jeden Fall vorweg schon mal eine Besonderheit. Und zwar starten wir gerade, also nicht am Parkplatz, sondern ein Stück weiter, und zwar beim großen Waschhaus. Vielleicht vorneweg aber noch, weil hier eine Riesenbaustelle ist, nicht, dass ihr irritiert seid. Hier entsteht gerade die riesige Erweiterung vom Naturresort. Das haben wir hier oben verlinkt in einem separaten Video euch im Detail vorgestellt mit Interview mit den Verantwortlichen. Und das wird eine Erweiterung mit Restaurant, Sauna, Schwimmbad und Erlebnis-Eventflächen und Ähnlichem. Also da einfach mal reingucken. Und ja, es gibt ein großes Waschhaus mit Duschen und Waschbecken, Toiletten. Und das liegt daran, dass die Schäferwagen selbst keine Toiletten haben oder, nee, keine Toiletten. Waschbecken gibt's. Also nicht so wie die Baumhäuser, die so ein komplett eingerichtetes Badezimmer haben. Ihr müsst nicht immer bis ganz hier runter durch, wenn ihr jetzt nachts doch mal austreten müsst. Da gibt es dann hier so eine kleine Möglichkeit, mal schnell pieseln zu gehen, aber auch komplett, also eine richtige Toilette mit richtigem Waschbecken. Und es sind nicht nur kleine süße Schäferwagen, die jetzt keine Toilette drin haben, sondern wir haben in der Mitte vom Areal auch Schafe. Und nicht nur das, bei unserem Wagen hinten durch sind Alpakas. Und wir können sogar noch auf Esel gucken. Und jetzt kommen wir gerade an und ja, man hört sie auch schon. Im Kreis aufgebaut sind hier ganz viele kleine süße Schäferwagen. Und wir gehen jetzt mal zu unserem und dann zeigen wir euch den mal von innen und die Besonderheiten dabei. Hallo, guten Tag, hallo. Ein bisschen näher, die Uschi möchte sich streicheln. Genau sie. Ja, einmal bitte hier hin zum Streicheln. So, das ist unser Wagen. Sieht doch cool aus von außen. Hier immer die Schafe. Kann man auch rein. Man kann auch Futter ziehen. Denn das muss ja auch ein bisschen wilder werden. Und dann hat jeder Wagen hier so ein cooles kleines Areal auch noch. Kommt mal rein. Sogar noch ein Holzkeil. Wenn du, weiß nicht, nicht in der Lage bist, irgendwo durchzugehen, wo du die Tür bei aufhalten musst. Und dann kannst du dich hier auf jeden Fall noch draußen hinsetzen. Ist jetzt ein bisschen frisch heute, aber wenn du dich gut einpackst warm, dann geht das auch. Hast hier die Alpakas direkt close dran. Da in der Garage geparkt sind ein paar Esel noch.
Und ja, gehen wir mal in die Merino-Wolle. Das ist nämlich der Name unseres Schäferwagens. Und das Ganze ist ja ein Abenteuer, deswegen müsst ihr hier durchkommen. Nein, das ist natürlich eine zweigeteilte Tür. Aber A, wie cool überhaupt so eine Tür, wie gut die thematisch passend ist und wie viel Style und Swag das hat. Das ist vielleicht auch Punkt 1, aber ich finde das so nice. Warum haben wir sowas eigentlich nicht zu Hause? Bevor wir komischen Kram bestellen, kommt ihr einfach mal rein. So, wir haben Außenbeleuchtung mit dem Lämpchen dran, da ist ein Strich drauf. Ja, da leuchtet ja dann durch. Ja, wir haben unsere Koffer hier schon geparkt und tada, das war's auch schon. Die große Frage, auf unserem Kopfkissen liegen Schlafbärchen und da oben auch. Doppelte Bärchen für uns. Es gibt also 2 Betten oben, wie ihr seht. Eine Treppeleiter zum Anstellen, links oder rechts. Und eine große Bank, 3 Stühle. Also hier, du hast das voll oft in normalen Hotelzimmern, dass du, wenn du ein Doppelzimmer hast, hast du einen Stuhl oder einen Sessel. Und ja, der andere hat Pech gehabt oder was. Also gibt es hier genug Sitzplätze. Doppelbett unten, sehr nice. Auch nochmal so eine Ablage am Fußende unten und oben. Das finde ich sehr cool. Steckdosen auch wieder überall mit dann dran. Auch hier nochmal eine Nische mit einem Nachttisch sogar und einer Ablage am Kopfende. Das ist hier auch komplett gegeben. Und Regale überall, wo irgendwie noch ein Platz für ein Regal ist und Haken zum Sachen aufhängen. Also das ist halt sehr kompakt, trotzdem oder gerade deswegen ultra gemütlich. Kaffee-Pet-Maschine. Wir trinken keinen Kaffee, keine Ahnung, das ist bestimmt was Tolles. Mit ausreichend Tassen. Es gibt hinter dem Spiegel auch noch mal Gläser. Und ihr habt auch ein Waschbecken hier drin. Das ist immer gut. Darunter, was war da? Ja, nur Wasserhahn. Okay, noch mal Stauraum. Noch mehr Stauraum und Fächer. Das ist also wirklich durchdacht. Und ein Kühlschrank. Ja, sorry, not sorry, aber das kriegen ja die wenigsten Hotels. Nee. Also einen Kühlschrank kriegen ja auch vor allem in Deutschland die wenigsten Hotels hin. Da ist noch ein Knopf, da steht Ventilator drauf. Das wird dann die Lüftung sein, wo das Röhrchen oben rausgeht. Aber Fenster gibt es auch noch ein paar kleine. Wie süß, gemütlich und cozy ist das bitte? Finde ich voll nice. Und eine weitere neue Übernachtungsmöglichkeit an einem Freizeitpark, die wir euch hier auf dem Kanal mal vorgestellt haben. Baumhäuser findet ihr hier, vieles andere findet ihr auf dem Kanal auch und alles andere rund um Freizeitaktivitäten. Und wenn euch das ein bisschen gefallen hat, würde mich ein Abo freuen, kostet nichts, bringt uns weiter. Und wir sehen uns morgen um 18 Uhr wieder zum neuen Video hier auf dem RightView YouTube-Kanal.